Hallo und herzlich willkommen in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg zum Hirschhörndelkopf. Und damit auch herzlich willkommen bei Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Der Hirschhörndelkopf ist bekannt, aber im Vergleich zu seinem Nachbarn, dem Jochberg oder vielleicht auch dem Herzogstand, dann wohl eher unbekannt einzustufen. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine wunderschöne Alternative zu diesen beiden überlaufenden Gipfeln. Ihr werdet unterwegs andere Wanderer antreffen, aber es hält sich in Grenzen. Der Aufstieg ist an sich einfach. Wir starten in Jachenau am Parkplatz und folgen einem Forstweg. Dieser wird dann später zu einem Waldsteig, welcher uns bis fast hoch zum Gipfel begleiten wird. Ich denke, zum Waldsteig brauche ich nicht viel sagen. Ihr werdet hin und wieder mal die Beine anheben müssen. Wurzeln, kleinere Schrofen sind da nun mal vorhanden. Das ist völlig normal. Schwierigkeit selbst habt ihr aber keine. Wunderbar auch mit dem Hund zu machen, weil ihr eben die meiste Zeit im Wald unterwegs seid. Auch wir hatten sogar 2 Hunde dabei, wie man sehen kann. Unterwegs kann man auch immer wieder was zum Mampfen pflücken, wer sich auskennt in der Natur. Gar kein Thema, für Verpflegung ist gesorgt, auch ohne Alm. Nichtsdestotrotz gibt es insgesamt zu dieser Tour gar nicht so viel zu sagen, außer dass es ein wunderschöner Panoramagipfel. Wer den Waldsteig überwunden hat, kommt an der Pfundalm vorbei, die leider nicht bewirtschaftet ist und ist dann schon kurz vom Gipfel. Der letzte Steig ist nochmal ein bisschen knackig, was die Steigung angeht, aber dann hast du es auch schon geschafft. Ihr werdet oben, wie gesagt, selten alleine sitzen, aber ihr könnt gut sitzen, da ist ausreichend Platz. Genießt den Rundumblick, es ist wunderschön. Vom Walchensee bis hin zum Latschenkopf, der Benediktenwand, Herzogstand, Jochberg natürlich ist alles dabei. Kurz vor dem Aufstieg zum Gipfel gibt es nochmal eine Abzweigung mit Schild. Achtet da drauf, da geht es Richtung Kotalm. Wer Bock hat, kann diesen sehr vielleicht nicht, aber einfachen Steig Richtung Kotalm gehen und über die Forststraße dann wieder zurück nach Jachenau. Sprich, es besteht die Möglichkeit, hier auch einen Rundweg zu gehen. Ich bin die Tour zweimal gegangen, beim ersten Mal mit Rundweg. Aus irgendeinem Grund sind meine Videoaufnahmen davon aber verloren gegangen. Deswegen gibt es diese Tour jetzt nochmal, sogar in 4K für euch. An dieser Stelle, wie so oft, wünsche ich euch viel Spaß, macht sie, geht sie die Tour und nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreißt den Gipfel gescheit.